Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Wenn du wissen möchtest, wie man so eine Schiebeverschlussperle macht, dann bleib dran. Die benötigten Materialien kannst du unten in der Beschreibungsbox nachlesen. Einen 40 cm Faden der Hauptfarbe zweimal um die Finger wickeln. Danach den 30 cm Faden in der Kontrastfarbe dazulegen und dann nochmal einen in der Hauptfarbe zweimal um den Finger wickeln. Den 50 cm Faden in der Hauptfarbe dazulegen und danach nochmal einen 40 cm Faden zweimal um den Finger wickeln. Dieses Fadenbündel nun möglichst in der angegebenen Reihenfolge am Rahmen oben befestigen, wie ich es hier zeige. Statt Eisstiel kannst du auch einfach eine geschlitzte, eingeschnittene, stabile Pappe nehmen und deine Fäden in der angegebenen Reihenfolge auf die Pappe wickeln, mit ein bisschen Abstand. Und den letzten wieder wickeln. Meine Pappe hat jetzt einen Schlitz mehr. So, und dann verfährst du mit dieser Pappe wie mit dem Eisstiel. Mit dem einfach eingelegten 30 cm und 50 cm Faden einen Kreuzknoten um den aufgewickelten mittleren Faden machen. Wie ein Kreuzknoten geht, das habe ich dir verlinkt. Den Kreuzknoten musst du mit der Hauptfarbe beginnen. Mit diesem Knotfaden der Hauptfarbe machst du nun einen Halbschlag oben herum um die 3 äußeren Fäden, also um den einen aufgewickelten äußeren Faden, und dann noch einen Halbschlag unten herum. Unten herum bedeutet immer, du könntest auch stattdessen einen Iglu-Knoten machen. Wenn du das richtig gemacht hast, entsteht hier eine senkrechte Schlinge. Es folgt ein halber Kreuzknoten. Die Hauptfarbe beginnt. Der Knotfaden der Hauptfarbe knotet jetzt um den äußeren linken Faden einen Halbschlag oben herum und dann einen Halbschlag unten herum. Das ist der Lark's Head Knoten, den man auch beim Steineinknüpfen braucht. Wieder entsteht eine senkrechte Schlinge. Jetzt folgt ein halber Kreuzknoten um die mittleren Fäden herum
Du beginnst jedes Mal beim halben Kreuzknoten mit der Hauptfarbe. Dieses Muster wiederholst du nun ab der Minute 3,25. Die Knoten nicht so fest zuziehen, wie ich das hier am Anfang gemacht habe, sonst hast du nachher größte Schwierigkeiten, deine Verschlussperle zusammenzuziehen. Das Muster so lange weiterknoten, bis du 9 vertikale Schlaufen in Kontrastfarbe gemacht hast. Und jetzt habe ich hier drüben angefangen mit den Außenschlingen. Dann höre ich hier drüben auf mit dem Außenschlingen. Mach noch einen halben Kreuzknoten. Und nochmal 2 Außenschlingen, eine drüber, eine drunter. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jetzt drehe ich mein Werkstück herum und vernähe oder sichere diesen hellen Kontrastfaden. Dazu ziehe ich die letzte Schlinge ein bisschen locker, schiebe das Ende durch auf die andere Seite, ziehe die Schlinge wieder zu . So, und das war mein anderer. Nee, der da war der andere Knotfaden. Das darf ich ja nicht verwechseln, die Knotfäden und die Endfädchen von der Mitte. Also den Knotfaden hier . Und diesen hellen Endfaden, die schmore ich nämlich jetzt ab. Ganz wichtig, dass ich nur diese beiden abschmore. Das sind die beiden Fäden, die die Kreuzknoten gemacht haben, also die Knotfäden. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Ich lockere diesen Endfaden ein bisschen. Stecke den Endfaden durch diese Schlinge durch. Dann stecke ich meine Kettenfäden, meine Kettenbänder hindurch, durch diese Schlingen. Und ziehe an diesen Endfädchen. Wenn das sehr schwer geht, kannst du auch eine Flachzange nehmen und ziehen.
Meistens geht es erst am Schluss schwer. Und ich ziehe diese Perle ganz zusammen. So. Dann schneide ich diese übrigen Fäden ab, ganz kurz. Die muss ich nicht verschmoren. Da schiebe ich einfach die Schlingen ein bisschen zusammen. Und mit der Zeit verschwinden diese kurzen Fadenschnipsel in den Knoten drinne. Auf meinem Kanal gibt es noch viele andere originelle Verschlussideen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachknöpfen und tschüss, bis zum nächsten Mal.